komplett made in Germany. Der HRZ Sahara, heute in einer XXL Vorstellung. Das ist ein Kundenfahrzeug, es ist fertiggestellt, es ist noch nicht aufbereitet, fix und fertig. Die Folien sind noch drauf, noch nicht geputzt, noch nicht übergeben. Und ja, das Auto werden wir heute mal zeigen an einem zweiten Sahara, der drinnen steht. Ich finde ihn wunderschön und ich sag mal, so wie er hier steht, wäre das eigentlich schon fast mein Auto, weil es klappert nichts, es sieht männlich aus, das kann man schon mal sagen. Man kann damit auch ganz bequem zum Aldi fahren, weil du kriegst auf fast jedem Parkplatz nämlich einen Parkplatz. Und ja, er spricht auch wirklich junge, sportliche Leute an, zum Beispiel den Marco Hussar. Ja, grüß dich Marco. Hallo. Ja, du arbeitest hier wie lange schon? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, ist schön hier? Super, ja. Super. Warum? Es macht Spaß, abwechslungsreich. Ja, tolles Team, super Fahrzeuge. Ja, die Leute, die kommen, die sind meistens ein bisschen älter, oder? Richtig, genau. Ihr habt aber ab und zu auch schon mal Jüngere. Wir haben auch Jüngere, ja. Aber ist natürlich eine Preisfrage. Wir liegen hier so bei 100.000 Euro. Ist das was für dich schon von der Preisrange? Später vielleicht mal, ja, wieso nicht? Also ein sehr interessantes Reisemobil auf jeden Fall. Ja, ich zeig's mal gerade. Also es ist unglaublich toll. Also wenn du damit jetzt auf ein 4x4-Treffen oder sowas fährst, das ist ja auch eine eingeschworene Community, so ein kleines bisschen, die sich treffen. Aber viele sind ja damit auch weltweit unterwegs. Du kennst einige? Ich kenne schon einige Kunden, die damit weltweit unterwegs sind, ja. Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ich wollte dich mal vorstellen. Du hast wieder einen Termin drin jetzt gleich? Genau, richtig. Ich gehe jetzt zu meinem Termin. Viel Spaß noch. Ja, danke. Dankeschön. Ciao. Ja, da steht er. Elia, komm mal zu mir. Er ist jetzt in der Morgensonne unglaublich schön anzusehen. Morgen. Er wird bald übergeben. Guten Morgen. Ja, also das Fahrzeug kam jetzt aus der Produktion raus. Das Auto ist jetzt also fertig produziert. Es kommt noch die Endkontrolle, der Durchgang der Technik und die Reinigung. So, hier sind sie, die All-Terrain von BF Goodrich. Ihr habt die auf der Stahlfelge drauf gemacht. Das gefällt mir unglaublich gut, weißt du? Die kriegst du auch überall, die Stahlfelge. Das ist eine original Mercedes-Benz Stahlfelge. Das heißt, wenn die Leute in der Welt unterwegs sind, die Felge hat einen Kratzer, die ist kaputt, die kriegt man überall. Der Reifen ist relativ leise. Lebensdauer von so einem Reifen? Kommt darauf an, wie der Kunde damit umgeht. Das ist jetzt ein Ganzjahres-AT-Reifen, auch für die Straße gedacht. Ich gehe davon aus, 4 Jahre, 5 Jahre kann man damit gut fahren. Okay, das heißt, der hat auch eine Schneeflocke? Ja, das heißt, das ist ein AT-Reifen, den man auch im Winter fahren kann. So, komm, wir gucken uns den mal von hinten an. Denn es gibt eine kleine Einschränkung bei dir in der Ausstellung. Man sieht die Autos nie von der anderen Seite. Hast du gesagt, das spielt keine Rolle. Da gibt es eh nichts zu sehen. Wir gucken uns die Fahrzeuge an. Wir werden das Fahrzeug innen gleich genauer anschauen. Das ist jetzt ein Fahrzeug mit der Farbe etwas grünlich. Und so ist eine nette Farbe, fällt nicht so auf, ist nicht weiß. Das Innenleben werden wir gleich anschauen. So, man kann ihn ein bisschen böse machen, zum Beispiel mit schwarzen Sandblechen. Die könnte man hier drauf machen, oder? Ja, und das sind jetzt hier zwei Warte, kurz einen Augenblick. Aluschienen, wo? Das sind hier 2 Aluschienen für den Fahrradträger gedacht. Die können aber, der Fahrradträger kann abmontiert werden. Da kann man auch Sandbleche oder andere Sachen dran machen. Hier kommen einfach Halterungen rein, wo man hier eine Schraube reindreht und dann kann man befestigen, wie man will. Bis 40 Kilogramm kann hier an der Tür dran gemacht werden. So, Edelstahlschrauben drin? Ja. Das sind hier vorne drin. So, das Ganze ist jetzt sehr zurückhaltend. Es gibt ja unglaublich viele Zubehörhersteller, die so, ich sag mal so ein bisschen das Ding Sahara-mäßig dennoch pimpen können. Das könnt ihr auf Wunsch auch machen, oder? Ja, das entscheidet immer der Kunde. Das heißt, der Kunde kann sagen, ich hätte gerne noch Sandbleche, Unterfahrschutz, Schnorchel, Aufkleber seitlich drauf. Das heißt, der Kunde entscheidet, wie das Fahrzeug am Ende aussieht. Habt ihr Kunden, die gar keine Aufkleber wollen? Es gibt auch Kunden, die sagen, ich möchte auch ganz ohne Aufkleber. Die Aufkleber, die hier drauf sind, die sollen die Höhe ein bisschen unterbrechen und das Fahrzeug dynamischer machen. Aber wenn jemand sagt, er möchte keine Aufkleber, kriegt er das Fahrzeug auch ohne Aufkleber. Ja, das ist dir wirklich gelungen. Ja, das ist der Serien-Allrad, der kommt. Der Hersteller vom Allrad, wie heißt er? Der Lieferant vom Allrad ist die Firma Obereigner. Obereigner, der wird aber direkt ab Werk montiert. Das ist der Mercedes-Benz Allrad. Wir bestellen den in der Version mit Untersetzung. Das ist das optimale Allradkonzept für einen Weltenbummler. Ist nicht so schwer und im Gelände gut. Sperren auch? Eine elektronische Hinterachsperre ist automatisch dabei. So, das langt in fast allen Fällen?
In den meisten Fällen reicht das aus. Man darf nicht vergessen, das ist jetzt kein Unimog, das ist ein Sprinter und in der Gewichtsklasse ist halt auch nicht mehr möglich. So, das ist ein Sand-Spezialfilter. Wie funktioniert der? Das ist ein Schnorchel, das heißt aus Metall, klopfe mal hier dran. Der Motor kriegt die Luft jetzt von hier oben und der Kunde kann immer sehen, wie der Stand vom Sand ist. Wenn der Sand irgendwo, ab hier sieht man es maximal, kann er es hier aufschrauben, den Sand rausmachen und wieder draufstecken. So, das wird dann raus zentrifugiert, kann man das sagen? Ja, das heißt, der Sand wird quasi gefiltert und der Motor kriegt saubere Luft, damit er besser läuft und nicht der Luftfilter verstopft wird. Macht absolut Sinn, oder? Ist jetzt kein Showding, sondern wenn ihr da jetzt in Afrika... Wenn ihr mal nach Afrika fährt und viel Sand unterwegs ist, das ist ja für den Motor auch nicht gut, wenn Sand... der Motor läuft nachher nicht mehr, würde nicht mehr laufen. Bodenfreiheit ist toll, oder? Die Bodenfreiheit ist hier 11 cm mehr als der normale Sprinter. Das heißt, Schlaglöcher, schlechte Wege, Waldwege, auch irgendwie Gebirgspfaden ist hier kein Thema. Geht's noch höher auf Wunsch? Man kann den ein bisschen höher machen. Man muss halt immer auch einsteigen können. Das ist immer ein Thema. Man muss auch einsteigen können. Wenn man den noch höher macht, muss man halt auch einen höheren Schritt machen. Das stimmt, ja. Das heißt, es gibt ja auch die Möglichkeit, das habe ich gesehen, selbst ausfahrende Treppen, die es gibt, aber die haben immer ein Problem. Das heißt, die kosten dann Bodenfreiheit. Also es gibt mehrere Versionen von elektrische Trittstufen. Die meist benutzte nimmt halt 10 cm Bodenfreiheit. 10 cm? Ja, die kommt ja unten drunter und die fährt so raus und rein. Und bei Allradfahrzeugen ist das kontraproduktiv, weil das hier der Bereich ist, wenn man im Gelände ist der Bereich nachher, wenn das ein Stein ist, man fährt drüber und in der Mitte vom Fahrzeug ist das halt nicht so optimal. So, da vorne ist ein kleines Teil. Was ist das hier? Das ist der Abwassertank. Der Abwassertank. Das heißt, wenn der jetzt mal getroffen wird, da kann erstmal nicht so viel passieren, bis man da dran kommt. Kunststoff. Ja, also das ist Kunststoff, ist auch isoliert, aber das ist nachher schon so, dass es passt. So, Winter, Abwassertank, ist der beheizt? Der Abwassertank ist hier mit Luft beheizt. Das heißt, wir haben in der Karosserie Löcher reingemacht. Sobald man die Heizung einschaltet, wird warme Luft in den Tank reingeblasen. Echt? Ja, also wenn es kalt ist, man schaltet die Heizung an. Man hat eine 6 kW Heizung. Ich finde gerade kurz jemanden, ja. Ist doch lieb, oder? Ja, man hat eine 6 kW Heizung und da kann man das nutzen, dass man gleichzeitig den Abwassertank mitheizt. So, der ist es auf. Ist der auf, der Wagen? Kann man reingucken? Nein, das ist ein Kundenfahrzeug. Ich zeige dir gleich unseren Vorführer. Okay. Der gehört einem Kunden. Wir gucken es von draußen an, die schöne Farbe. Der sieht vollkommen identisch aus, der andere. Innen drin, es ist ein Serien-Sahara jetzt. Es ist nur so, innen drin gehen wir nicht rein, das gehört einem Kunden. Ich zeige dir unseren Vorführer. So, ich gucke mal ganz kurz rein. Einmal reingucken können wir noch, denn der ist nämlich komplett noch zu. Also der kommt jetzt gerade aus der Produktion raus. Der muss noch geprüft werden, die ganze Technik. Da wird Wasser aufgefüllt, sämtliche Systeme durchlaufen lassen, 2 Tage lang. Und wenn alles fertig ist, dann ist die Qualitätskontrolle durch. Dann kommt die Reinigung, 1 oder 2 Tage. Prima. Komm, wir gehen mal rein. Du hast mir den Platz vorher schon mal gezeigt, wo er steht. Der ist ein bisschen voller. Du hast nämlich hier mal so ein bisschen gezeigt, was so technisch möglich ist. Wir gucken uns erstmal das Dach an, wenn du willst, dass wir mal sehen, was so alles montiert ist. Denn das Schöne ist, du hast so eine Empore. Da kann man immer schön auf die Mercedes-Benz Sprinter gucken. Du baust nur Sprinter, gell, bei HRZ? Also HRZ baut überwiegend Sprinter. Wir haben ca. 80% Sprinter, 15 bis 20% VW Crafter. So sieht es von oben aus. Eine extrem leichte Satzschüssel. Das heißt 15 Kilogramm. Die Citrax ist wahnsinnig leicht. Also es ist wirklich so, dass diese Antenne relativ leicht ist. Was auch noch ein positiver Punkt ist, wenn die eingefahren ist, ist die nur 14 cm hoch. Das heißt, sie ist nicht der höchste Punkt oder ist es alles gleich hoch ungefähr? Nein, also das Fahrzeug ist insgesamt mit Allrad und der Dachluke 3,25 Meter Zentimeter hoch. Der höchste Punkt ist die Dachluke.
So, und da hast du jetzt was ganz Besonderes gemacht. Du hast die aufgeklebt aus Gewichtsgründen. Die sind auch flächig verklebt. Das heißt, das Auto kann sehr schnell fahren. Das macht keine Windgeräusche oder wenig. Also die Solaranlage vorne drauf machen hier keine Geräusche. Die etwas höheren Sachen machen wir immer nach hinten. Das Fahrzeug ist ja, das Kundenfahrzeug ist unter 3,5 Tonnen. Das heißt, wir haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und irgendwelche Kanten vorne würden ab einer Geschwindigkeit von 110, 120 auch Geräusche machen. So, das Ganze ist recht aerodynamisch. Das tut dem Spritverbrauch auch sehr gut. Ja, also es ist wirklich so, dass man sagt, man kann, trotz dass er höher gelegt ist, das ist ein Allradfahrzeug, mit ca. 9 bis 12 Liter auskommen. Je nach Gasfuß und auch Beschaffenheit. Ja, also natürlich, wenn man nachher sagt, okay, ich jag den Berg hoch, sage ich mal, dann sind wir mit Sicherheit bei 1 bis 2 Liter mehr. Aber die meisten fahren ja vernünftig, wenn ich das so sagen darf. Und somit liegt der Verbrauch zwischen 9 und 12 Liter Diesel. Ja, jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir gehen am besten schon mal runter. Das Ganze hast du geschafft auf 3,5 Tonnen. Und das ist, glaube ich, und zwar so, dass man es wirklich benutzen kann. Ich zeige mal gerade, hier ist noch ein Bild drin. Das ist wahrscheinlich Island, oder? Das ist jetzt ein Kunde, der zum Beispiel in Island durch ein Flussbett fährt. Beim Sprinter kann man ja ca. 60, 65 Zentimeter durchs Wasser fahren. Das ist jetzt hier ein klassischer HRZ-Kunde, der um die Welt fährt. Genau, die Fotos kriegst du dauernd zugesendet. Das sind alles Kundenbilder. Wir stehen in Kontakt mit unseren Kunden. Das ist hier ein sehr nettes Paar aus der Schweiz. Das war mit dem Fahrzeug sehr, sehr lange in Afrika unterwegs. Hier jemand, der das Fahrzeug auch als Spielzeug nimmt. Das heißt, er hat lange geübt, bis er das Fahrzeug so hingestellt hat. Ich habe ihn auch gefragt, warum steht das Fahrzeug so? Er hat gesagt, er wollte da hinten im Schatten essen. Warte mal, er wollte da essen. Ja, genau. Hier auch, also das sind so die klassischen HRZ-Kunden. Das ist jetzt ein etwas älteres Bild. Ein HRZ-Kunde, das heißt, das ist jetzt Marokko. Die fahren um die Welt und möchten halt unabhängig von Campingplätzen, unabhängig vom Strom sein und nicht immer nur auf Campingplätze stehen, sondern das sind die Plätze, wo die Leute nachher stehen. So, von den Bildern hast du wirklich viele. Komm, bevor ganz unten sind, zeige ich hier auch noch mal ein Bild. Das ist jetzt wo? Auch Island? Das ist auch Island. Das heißt, die Leute sind halt autark unterwegs und so können die nachher die Natur, die Welt genießen, ohne dass man immer von Campingplatz und Strom abhängig ist. Ja, es gibt ja jetzt ganz viele große Diskussionen, dass du nicht mehr frei stehen darfst in Portugal und so weiter. Ich glaube, in den Teilen der Welt, gut, jetzt Island habe ich auch schon gehört, da sind ja viele unterwegs mit 4x4, aber jetzt zum Beispiel jetzt in Afrika, da gibt es viele Gebiete, wo niemand ist, oder? Wo wirklich kein Mensch ist. Ja, also wenn jemand sagt, ich möchte nicht nur mit allen anderen in der Reihe auf dem Campingplatz stehen und man fährt nach Afrika oder nach Island oder wo auch immer hin, dann muss man halt auch sagen, ich bin nachher alleine. Und es gibt sehr viele Gegenden auf der Welt, wo man auch wirklich nicht nur in der Reihe steht, sondern auch mal alleine das Abenteuer ein bisschen erleben kann. So, HRZ, der ist jetzt gleich ausgestattet wie der innen, hat ein paar Features noch mit drin. Zum Beispiel hier jetzt schon montiert der Heckgepäckträger für Fahrräder. Das ist jetzt hier ein Fahrradträger, den man absenken kann. Das heißt, er hat eine Kurbel hier, wie eine Markise. Ja. Und wenn der Fahrradträger nachher, wenn das Fahrrad drauf ist, ist es relativ hoch zum Dranbringen. Deswegen wird es mit einer Kurbel abgesenkt bis hierhin. Man macht die Fahrräder drauf und kurbelt den hoch. Der Vorteil an diesem Träger ist, der ist relativ leicht, er ist komplett aus Aluminium und der ist hier mit 2 Schrauben. Wenn man diese Schrauben aufmacht, kann man den raus und hochheben, relativ schnell zum Wegmachen. Und was übrig bleibt, sind die Schienen, die man gerade eben draußen gesehen haben. Die sind immer an der Tür nachher dran. Der ist zum Kurbeln. Ja, weil das ist zu hoch. Hier kann man, ja, das ist eine Markise, das ist von der Firma Fiamma, kann man vielleicht auch sagen. Das ist Markisenhersteller und hier wird mit dem Autogurt runtergekurbelt und dann kann man die Fahrräder auf Arbeitshöhe drauf machen, fixieren und dann wieder wie eine Markise hochkurbeln. Stark. Also das habe selbst ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja. So, mit dem Allrad ist auch relativ hoch. Man muss auch drankommen können. Du kommst da nicht hoch, wenn du ein E-Bike hast oder irgendwas. Also ohne Allrad hat man vielleicht die Chance, ein leichtes Fahrrad drauf zu kriegen, aber durch das Allradsystem ist das Fahrzeug 11 cm höher und so kommt man auch nicht mehr so gut dran.
So, hier vorne Einstieg, du hast es erwähnt. Wenn du mal ganz kurz mal die Tür öffnest, der Sitz, den musst du nicht drehen. Es geht mir nur darum, mal zu zeigen, die Mercedes-Benz haben ab Werk einen Griff eingebaut, der als Einstiegshilfe dient. Alle Allradfahrzeuge von Mercedes, also der Sprinter, hat immer serienmäßig, sobald man ein Allrad bestellt, hier einen Griff, damit man besser rein und rauskommt. Und wir bestellen hier an der B-Säule, dass man auch hier besser reinkommt, den Griff. Das ist optimal, damit man leichter rein und rauskommt. Das ist auch Serie, wenn man ihn bestellt. Also der an der Tür, an der Fahrertür ist Serie, der hier bestellen wir mit. Ab Werk kommt der aber. Das ist alles genau, das meinte ich. So, jetzt sieht man hier den Boden, die Erhöhung, das ist schon dem Allrad geschuldet, die Höhe. Die 11 cm höher, das ist das, was die Kunden auch wollen, die mehr Bodenfreiheit. Ich zeige nochmal gerade den Bodenfreiheit. Du hast jetzt hier so eine kleine Treppe, das machen sich auch viele. Also als Einstieg, das macht ja auch Sinn, wenn ich jetzt länger stehe. Unterbodenschutz ist gut ab Werk. Der Daimler ist ab Werk mit Unterbodenschutz behandelt. Und was man machen könnte als Kunde, wenn man jetzt 1-2 Jahre fährt in der Wüste, der Sand, der schleift den Unterbodenschutz langsam ab. Oder wenn man viel Strecken fährt, wo Rollsplit ist oder auch im Winter Salzkristalle, die klopfen halt das, was man als Klopfen an der Karosserie hört. Das sollte man als nacharbeiten, aber die Fahrzeuge sind ab Werk gut behandelt worden. Zink ist drauf mittlerweile am Lack? Die Fahrzeuge sind verzinkt. Der Sprinter ist an den Stellen teilverzinkt, wo es drauf ankommt. Toi, 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 Korrosionsprobleme sollten heute kein Thema mehr sein. Hohlraumversiegelung? Ist auch in den Bereichen unten, das heißt hier, kann man vielleicht zeigen, der Sprinter hat von hier bis hier Hohlraumversiegelung, hier kann man noch ein bisschen die Reste raustropfen. Ja, ja. Und ab hier kleben wir hier unsere Matten rein. Das heißt, ab hier oben isolieren wir. Die Türen, die Wände sind alle von uns isoliert. Und da, wo wir nicht drankommen, der untere Bereich, weil es sehr schmal ist, das ist ab Werk behandelt. Das ist jetzt ein helles Auto, da sieht man jetzt nicht so viel. Aber wenn es ein dunkles Auto ist, kann es sein, wenn es mal 30, 35 Grad hat, dass hier noch ein paar Tropfen rausgehen. Das ist aber eher ein Qualitätsmerkmal. Ja, man muss halt ein bisschen reinigen, aber das ist eher positiv zu sehen. Genau, du darfst bitte nochmal zumachen. Ich liebe das Geräusch. Ach so. Bob. So, muss genauso klingen. Ja. Toll. Ja, die Fiamma-Markise ist drauf. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Accessoire. Jetzt gibt es ja viele, die haben Rollmarkisen. Man muss dazu sagen, das ist jetzt hier ein aufgelastetes Fahrzeug. Das heißt, dieser Kunde sagt, 3,5 Tonnen spielt für mich keine Rolle. Ich hätte gern noch die Markise und andere Sachen. Und da kann man die Markise drauf machen. Genau, die wiegt nämlich einiges. Aber 37 Kilogramm. 37 Kilo. Es gibt das gleiche, habe ich gesehen, so als Rollzeltstoff, habe ich mal gesehen. Ja. Draußen, das andere Fahrzeug hatte oben eine schwarze Keterschiene. Ja. Das ist der, möchte nämlich unbedingt unter 3,5 Tonnen bleiben. Da nennt man eine sogenannte Keterschiene und zieht ein Vorzelt und andere Geschichten mit dann drauf. So, hier ist ein Seitsfenster drauf. Das hat sich bei dir bewährt. Auf Wunsch gibt es die auch tiefschwarz. Die gibt es auch schwarz. Das hat man an dem Grünen draußen gesehen. Da gibt es dunkle Einsätze und dann kann man nicht mehr reinschauen. Prima, die Seitsfenster stufenlos verstellbar. Bitte mal zumachen, einfach mal von außen, dass ich auch hier mal das Geräusch mal höre. So, mal ganz feste zumachen, bitte. Okay, super. Also ich bin ganz beeindruckt. Gut, da ist jetzt Dämmmaterial drin. Die Tür selber ist aber jetzt nicht viel schwerer geworden dadurch, oder? Nein, das Isolationsmaterial ist relativ leicht. Kann ich vielleicht hier zeigen. Das heißt, das komplette Fahrzeug ist innen drin mit 20 mm PE-Schaum verklebt. Das dient des Aufsaugens von Flüssigkeiten, von Schwitzwasser, Kondenswasser. Schöner Nebeneffekt ist, die Türen klingen ein bisschen satter, ein bisschen, wie soll ich es erklären, nicht mehr nach Blech, sondern die Tür klingt einfach satt. Ist aber jetzt nicht Alubutyl, was jetzt unglaublich viel wiegt oder irgendwas ganz leicht. Wenn wir unter 3,5 Tonnen bleiben möchten, das ist relativ leichtes Material. Das heißt, es ist wirklich so, dass es super leicht ist. Das wird mit Sprühkleber, dass auch die Feuchtigkeit durch kann, geklebt. Und dadurch haben auch die Türen es ist besser isoliert, es ist satter vom Sound. Und wenn man jetzt im Fahrzeug schläft und nachts gibt es draußen Geräusche, hört man das auch nicht mehr so. So, das ist der Boden? Das ist die Bodenplatte, eine Sandwichplatte. Dient der Isolation, dass die Kälte auch durch den Blechboden nicht ins Fahrzeug kommt und auch der Geräuschentwicklung unterm Fahrzeug.
So, Boden, man kann sich ja auswählen, wie man gerne möchte. Da haben wir übrigens ein eigenes Video zu gemacht. Wir haben im Werk mal gezeigt, gefilmt, aber du kannst sogar die Lampen aussuchen. Der ist jetzt auf Diesel von der Heizung? Der Sahara hat serienmäßig die Truma Kombi 6 Dieselheizung, eine 6 kW Heizung für Warmwasser und für Heizung. So, da ist eine Tür, mach mal bitte auf. Das ist hier der vordere Schrank. Beidseitig. An der Schiebetür beidseitig zu öffnen. Man kann von innen und von außen drankommen. Im Sommer ist man öfters draußen, da muss man nicht jedes Mal rein und rauslaufen, da kann man von hier zugreifen und rangehen. Wenn man die Tür schließt, benutzen wir diese Klappmechanismus, damit wir hier mehr Arbeitsfläche haben. So wird jeder Zentimeter genutzt. Hier ist übrigens der Schirm drin, gell? Hier an der Stelle. Ja, das ist der Halter für das Moskitonetz. Hier oben ist die Schiene für das Moskitonetz. Das wird erst kurz vor Übergabe reingemacht, damit es schön sauber bleibt. Und hier wird das Moskitonetz befestigt, damit es schön versteckt ist und nicht stört. Und so kann der Kunde nachher, wenn man zum Beispiel im Juni, Juli nach Norwegen, Schweden fährt, sollte man das auf jeden Fall haben. Und so hat man vor den Moskitos Ruhe. Ja, du hast hier sogar eine Sattanlage eingebaut. Hier klappert nichts. Wir haben eine Probefahrt gemacht. Mit dem Tango, glaube ich, sind wir gefahren. Das war das Tango-Konzept, die niedrige Karosserie. Die Möbel haben wir ja gezeigt, dass die alle verleint sind und verschraubt sind. Und somit kann man auch im Gelände fahren, ohne dass die Möbel Knatschgeräusche machen. So, ich zeige jetzt erstmal so das Raumkonzept. Wir sind in einem 4x4 Weltenbummler-Fahrzeug, womit ich nach Afrika, wir haben die Bilder eben gesehen. Trotzdem habe ich hier einen Raum, der einer Kabine eigentlich im Nichts nachsteht. Im Gegenteil, ich finde es fast noch geräumiger als in der Kabine. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Unser Sahara macht es möglich, unter 6 Meter lang, unter 2 Meter breit, das maximal möglich auf dieser Größe. Das heißt, wenn wir hier vorne anfangen mit der Sitzgruppe, man hat eine sehr große Sitzgelegenheit. Auch ein großer Mensch kann hier ganz komfortabel sitzen. Der Tisch ist verstellbar, der ist recht groß. Man kann hier schön in der Gruppe sitzen. Man kann auch rumlümmeln. Das heißt, wir haben hier, ich muss kurz zeigen da. Ja. Das heißt, wenn es jetzt regnet ein paar Tage und man möchte zum Beispiel entspannt die Füße ausstrecken, das kann man rausziehen, dass man hier so entspannt sitzen kann. Da kann der zweite Fahrer auch den Sitz drehen, kann man hier die Füße ausstrecken, hier zusammen ein Glas Wein trinken und ein Buch lesen. Man hat eine ordentliche Sitzgruppe und sitzt nicht eingeengt irgendwie, dass man sagt, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Man hat hier eine schöne Sitzgruppe, in der man sich auch aufhalten kann. So, ihr habt alles schön mit Filz verkleidet. Hier unter den Sitzen sind jeweils die Batterien. Auf der rechten Seite, das heißt unterm Beifahrersitz, ist die Batterie, die Lithium-Batterie, die ist beim Sahara serienmäßig drin. Lithium-Batterie. Wie stark ist die? Die hat in der Serie 100 Ampere. Und auf dem Dach haben wir auch serienmäßig 200 Watt Solaranlage. So, es gibt den nur als Schalter? In der Serie ist es ein Schaltfahrzeug, optional geht auch Automatik. Mit den gleichen Features, das Allrad, Genau Sperren. das gleiche als Automatikgetriebe. So, der hat das M-Bux-System, das heißt, das bestellt ihr immer mit, das ist im Prinzip die höchste Variante? Das ist die höchste Variante, das ist eine optionale Geschichte. Der Kunde hat 3 Radioversionen von Mercedes-Benz zur Auswahl. Das ist schon toll im Vergleich zu den Vorgängern. Also die Kunden fahren hier ein SUV, sagst du immer. Also vom Fahren her ist der Sprinter wie ein SUV zu fahren. Der hat jetzt hier das komfortabelste Radiosystem mit Rückfahrkamera und Spracherkennung. Ein Touchscreen, das ist hier wirklich so, dass man sehr modern, komfortabel fahren kann. Du hast ab Werk auch schon eine richtig gute Dämmung im Fahrerhausbereich. Fahrzeug ist extrem leise. Also es ist wirklich, wer also andere Nutzfahrzeuge mal gefahren ist, du fühlst dich wie im PKW. Ja, durch die Isolierung, sowohl der Sandwichboden unten als auch seitlich die Isolierung, kommt der Schall von außen nicht so richtig rein. So, hier sind Armauflagen, aber ihr bestellt die Sitze immer mit Doppelarmlehnen oder kommen die sowieso immer? Bei uns entscheidet der Kunde über sehr viel. Das heißt, in der Serie ist eine Armlehne dran. Wenn es der Kunde möchte, bestellt er eine zweite. Das heißt, wir sind jetzt kein Massenhersteller, wo alles dasteht, das der Kunde aussucht. Bei uns entscheidet alles der Kunde. Der Kunde entscheidet, was das Fahrzeug hat.
Hier sieht man auch, dass der Vorhang, gut, wir sind in einem Weltenbummler-Fahrzeug, da ist wahrscheinlich so irgendwelche Plissés, die da zusammengezogen werden, das ist dann nicht so gefragt, oder? Nein, also der Vorhang ist das praktischste Verdunklungselement, was es gibt. Das wackelt nicht, das läppert nicht, das wiegt nichts. Man sieht es von draußen nicht, das ist dicker Stoff, da kann man auch das Licht einschalten, dann kann keiner durchsehen. Alles andere würde hier stören an der Armauflage, vorne kleppern während der Fahrt. Also das ist hier, wir sind aus der Praxis. Wir zeigen mal gerade was. Also das Dach ist, das Bett ist hier oben drüber. Das wollen wir erst später zeigen. Aber wenn du mal gerade ins Bad gehst und mal zeigst, wie einfach man dieses Bett runter machen kann. Das Bett ist hier 2,10 Meter lang. Es ist permanent verfügbar. Das Bettzeug ist immer oben. Das Bett ist in einer Sekunde gemacht. Einfach runterziehen. Das war's. Fertig. Fertig. Ich kann noch komfortabel drunter sitzen. Ja, warte mal kurz, wenn du mal kurz reinkommst, bitte. Sei mal so lieb bei dir. Das heißt, das würde noch gehen. Ist immer noch ein Notausgang da? Ja, man kann drunter laufen. Und das Besondere ist, das Konzept vom Sahara ist so gemacht, dass man alle Bereiche gleichzeitig nutzen kann. Das heißt, theoretisch, einer kann duschen, einer hockt auf dem Klo, einer kocht Kaffee, 2 schlafen und 4 spielen Karten. Wir werden zwar überladen, aber was man damit sagen will, sämtliche Bereiche sind ohne Störung vom anderen Bereich nutzbar. Ja, und du hast noch richtig viel Platz. Du bist ein großer Mann, über 1,90. Ich bin 1,93 Meter und habe noch sehr ausreichend Sitzgelegenheit. Das heißt, hier kann auch ein 2-Meter-Mann unten sitzen. Das Bett ist auch 2,10 Meter lang. Auch die Duschkabine ist so, dass ein bis 1,96 Meter hoch stehen kann. Also hier für größere Menschen ist das Fahrzeug optimal. Ja, was ziemlich genial ist, ist der Werterhalt. Also du hast mir erzählt, es gibt keine gebrauchten HRZ im Moment. Du kennst niemanden, der einen hat. Der einzige Gebrauchte steht vor der Tür. Der Kunde, der gehört aber noch dem Kunden. Der weiß noch nicht, was er damit machen will. Werterhalt, die Fahrzeuge erzielen Höchstpreise, selbst 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre alte Autos von euch. Also es ist wirklich so, dass ich habe seit x Jahren kein gebrauchtes Allradfahrzeug mehr gehabt. Das Fahrzeug wird 20, 25 Jahre gefahren. Wenn ein Gebrauchter mal reinkommt, ist er 20 Jahre alt und der Kunde sagt, okay, ich habe eine alte Abgasnorm, kann damit nicht mehr so gut in die Städte fahren. Und trotzdem wird das Fahrzeug binnen der Woche ins Ausland verkauft. Also aktuell, wenn die Leute auf die Homepage schauen oder aufs Internet, also wir müssen es positiv sehen, wir haben aktuell keine gebrauchten HRZ-Fahrzeuge. Ihr seid jetzt auch nicht der Laden, der dann sagt, hey, es läuft gut, wir gehen jetzt hin und verdoppeln mal eben die Produktion. Ihr habt 9 Produktionsplätze zeitgleich, das langt. Man muss ein bisschen warten auf die Autos. Ich habe jetzt schon die ersten Kommentare von dem Video von gestern. Sie würden es sofort kaufen, wenn, aber das ist nicht euer Konzept. Das heißt also, ihr wisst schon lange im Voraus, wie sich der Markt entwickeln wird. Ihr könnt einkaufen, das ist alles wichtig, 15, 16 Monate? Also Lieferzeit ist ca. 16, 17 Monate. Wir sind nicht der klassische Massenhersteller, wir sind eine kleine Manufaktur, produzieren im Jahr irgendwo zwischen 85, 90, 91 Fahrzeuge. Das heißt, wir sind unter 100 Fahrzeugen im Jahr. Alle Fahrzeuge werden in Handarbeit produziert und die werden nicht auf Halde produziert. Das heißt, der Kunde guckt sich die Fahrzeuge an, bestellt das Basisfahrzeug, das Design, also die Möbel, das Möbeldekor und auch die Inneneinrichtung. Wir sind sehr kundenorientiert. Ja, du hast sogar Zugriff auf die Originalpolsterstoffe von Mercedes-Benz. Das sieht man hier hinter dir. Das ist ein Polster gefertigt aus dem gleichen Material. Das ist unkaputtbar. Du hast mir erzählt, nach 20 Jahren kannst du das mit einem Nasssauger wieder aussaugen. Da sieht es aus wie neu. Ja, also die Mercedes-Sitze kommen in der Serie entweder in schwarz oder mit diesem Stoff, der nennt sich Kaluma. Genau, wenn du mal kurz aufstehst, sei mal so lieb, dass wir das mal sehen. Auch, ist sehr, sehr bequem. Das heißt, ihr habt auch spezielle Schaumstoff. Kurz, genau, das war jetzt so schnell. Ja, so. Wenn du mal so lieb bist, machst du mal runter. Ich will mal zeigen. Und jetzt bitte mal, stopp mal gerade mit einem Finger oder mit 2 Fingern. Mach mal. Mit 2? Ja. Ist wirklich easy. Der Rest geht von alleine. Es ist wirklich easy. Also du brauchst ja da keinen Bruchheben bei dem Bett. Das ist genau ausgekügelt hier, dass, ich sag mal, das so funktioniert, dass sich das Gewicht dann
praktisch gegen Null bewegt. Also 4 Gasstoßdämpfer, so von der Länge, von der Stärke eingestellt, dass man, wenn man das Bett unten hat und man fährt damit, dass das Bett unten bleibt, aber auch während der Fahrt auch im Gelände das Bett oben bleibt. Deswegen muss man ca. 20, 25 cm hochdrücken und der Rest erledigen dann die Dämpfer. was ich total genial finde, ist, dass du die Fenster so angeordnet hast, dass wenn das Bett oben ist, die Fenster für den Wohnbereich auch sichtbar sind. Habe ich viele gesehen, die haben es genau anders gemacht. Ja, da sind die Fenster nicht sichtbar. Also die Fenster sind für 2 Bereiche so montiert. Erstens, wenn man oben im Bett liegt, ist es Mitte Körper. Man kann, wenn es schwül ist, beide Fenster öffnen, ein bisschen Luft durchzieht und nicht oben am Kopf, dass man da irgendwie einen Zug kriegt. Also Mitte Körper. Wenn das Bett oben ist, ist das Lichtquelle. So, hier ist die Sattanlage mit drin. Du hast, warte mal, ganz kurz einen kleinen Fernseher mit drin. Das ist optional, aber das Coole ist, alles sehr leicht. Karatec, du bist zufrieden mit dem Lieferanten, Karatec? Ja, das heißt, die haben flache Monitore mit integrierten DVD-Player. Und von daher gibt es die Möglichkeit, entweder hier unten oder hier oben. Wir haben extra einen Absatz gelassen, hier oben. Das heißt, der Kunde kann entscheiden, möchte ich auch im Bett Fernsehen schauen, da kommt der Monitor hier hin. Okay. Dieser Kunde hat entschieden, er möchte im Bett nicht schauen, er möchte unten in der Sitzgruppe, also an der Sitzgruppe schauen, deswegen kommt er dann da unten hin. Ja, die Sattanlage ist auch so getimt, dass es zumindest mal im Norden von Afrika geht's noch, Astra. Es ist eigentlich eher für Europa. Das heißt, die Satellitenanlage ist so programmiert, dass sie automatisch den Astra 1 sucht. Und wenn man Europa verlässt, ist es in der Regel, man muss dann nicht man könnte, also Nordafrika zum Beispiel wäre, glaube ich, Nilsat, muss man umprogrammieren. Der Lieferant der Sat-Anlage könnte eine andere Software liefern und dann könnte man auch dann nur noch Nordafrika empfangen. Die Sat-Anlagen sind in Europa immer so programmiert, dass sie den Astra 1 Satelliten suchen. So, also hier haben wir die Sitzgruppe, wir haben gerade mal gezeigt. Sag mal, wenn du das rausziehst, ist da noch Stauraum drin? In dem? Das heißt, der Ausstieg ist so, dass man hier drauf sitzen kann, der ist sehr stabil. Unten drunter, man versucht jeden Zentimeter als Stauraum zu nutzen. So, wir haben übrigens, guckt euch das Produktionsvideo an, du hast eine eigene Kantenumleihenmaschine, die macht so geniale Kanten, dass du die Kloppkanten, die man früher hatte vor 30 Jahren, die brauchen wir natürlich nicht mehr. Beste Beispiel ist zum Beispiel hier die Oberfläche der Küchen, hier. Und auch der Tische. Das heißt, das war bis vor circa 7, 8 Jahren Echtholz, doppelt so dick. Das haben Kunden auch gemocht, sage ich mal. Das Thema war halt nur, die Fahrzeuge haben vor einigen Jahren Euronorm 5 und 6 bekommen. Die haben AdBlue bekommen. Das heißt, es kamen allein durch die Euronorm 6 Geschichte nochmal knapp 60 Kilo dazu. Okay. Und das heißt aber, dass das Thema Sparen, Gewicht ist das Allentscheidende. Wenn du jetzt hier vorgehst, du bist dauernd auf der Suche, dass es irgendwie ein bisschen leichter, ein bisschen, ich sag mal, noch mehr Technik reinkommt. Das Ganze hat aber auch Grenzen. Du hast mir erzählt, es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht ersetzen. Also der Sahara ist unser, wenn ich das so sagen darf, luxuriöses Fahrzeug als Kastenwagen. Er bietet das maximal Mögliche im Bereich Kastenwagen. Aber sobald man sagt, man möchte Allrad, ein höheres Dach, dass man oben schlafen kann und unter 3,5 Tonnen bleiben möchte, ist das Gewicht das wichtigste Thema. Das heißt, das Fahrzeug ist so gemacht, dass es serienmäßig 3 Batterien hat, einen Lichtmaschinenbooster, die Dieselheizung, die GFK-Kapsel, 200 Watt Solaranlage auf dem Dach, alles serienmäßig, auch die Lithiumbatterie, damit man überhaupt unter 3,5 Tonnen bleiben können. Wenn jetzt ein Kunde kommt, wie dieser Kunde von dem Fahrzeug, der es reserviert hat, sagt, ich möchte eine Anhängerkupplung, ich möchte eine Markise, ich möchte wie auch immer, dann muss man sagen, irgendwo hat das Gewicht auch eine Grenze und dann gehen wir halt über 3,5 Tonnen. Hier ist die Küche mit 6 Schubladen für Küchenmaterial. Alle haben Selbsteinzug. Hier ist der Platz für 2 Mülleimer und ein paar Töpfe. genau, der Auszug hier noch. Der Auszug ist fürs Bett. Das Bett haben wir vorhin gesehen. Um ins Bett zu kommen, zieht man die 2 Treppen raus und so steigt man rauf und runter. Das heißt, wenn ich ins Bett möchte, andeuten heißt, ich steige so drauf und bin im Bett. Das Interessante ist, wenn man runtersteigt, steigt man rückwärts runter, um sich nicht umdrehen zu müssen. Das heißt, wenn man nachher im Bett ist, setzt man sich hin, hält sich oben fest und steigt linkes Bein, rechtes Bein vorwärts runter.
Vorwärts wenn man es runter. nicht mehr braucht, keine Leiter, die im Weg steht. Wichtig für viele Kunden, es ist eine breite Stufe. Das heißt, man kann den Fuß sicher und ganz komfortabel drauf machen. Auch barfuß. Und wenn man es nicht braucht, auch barfuß einfach reinschieben. Und das Ganze kann ich hier natürlich, ich habe da direkt eine Ablage gesehen, ja, für mein Glas. Man kann es natürlich auch benutzen, um mal eine Gurke zu schneiden, aber dafür ist eigentlich nicht gedacht. Es ist ein Aufstieg ins Bett. Okay, verstanden. Auf der Seite haben wir Stauraum, oben den Dachschrank, Die Länge nochmal vom Auto? 6 Meter? 5,93 Meter lang und Okay. 1,99 Meter breit. Das geht ja auf der Fähre als Kompaktfahrzeug durch, gell? Wir sind unter 6 Meter. Ein Kompressor? Kompressorkühlschrank mit Tiefkühlfach. Gut, auch der kühlt wie zu Hause, unabhängig wie heiß es draußen ist, spielt keine Rolle. Ein Kompressorkühlschrank, dem ist die Außentemperatur relativ egal. Hier unten haben wir 3 Schubladen für Kleidung zum Legen. Das heißt auch 2 tiefe Schubladen für, was weiß ich, Unterhemden, also für Kleidung zum Legen. Und dann haben wir hier einen großen Kleiderschrank für Kleidung zum Hängen. Ja, das zeige ich mal komplett. Du hast mal ein paar Hemden reingehangen, aber das ist vielen Leuten wichtig, hängende Kleidung. Wer das nicht haben möchte, es gibt wahlweise auch Schubladen, Der Kunde Böden. kann auch zum Beispiel sagen, mach mir Einlegeböden rein, mach mir Schubladen rein. Der Kunde hat bei uns die Möglichkeit, auch den Möbelbau zu ändern. So, jetzt gucken wir mal hier kurz da drauf und da sieht man sehr schön, wie geräumig das Fahrzeug ist. Gut, das macht dieses spezielle Hochdach. Habt ihr das entwickelt? Das Bett ist von uns, das heißt, das ist ringsrum mit einem Vierkantrohrrahmen verstärkt. Wir haben es auch tiefer gelegt, dass man ordentlich Kopffreiheit oben hat. Der Schlafkomfort ist gut. Der Schlaf, also man schläft hier wie zu Hause. Wir haben Haushaltslattenrost drunter, eine 10 cm Matratze. Wenn wir gerade die Plätze tauschen, kann ich das Bett zeigen. Genau, zeig mal das Bett. Und wenn du dich auch mal vielleicht mal hochbegibst, denn du bist, du hast die Autos ja alle gebaut für deine Größe. Also ist es wirklich so, dass man sagt, wenn man ins Bett geht, einfach 1, 2 und da legt man schon hin. So, und der Man Lia, schläft in der Regel, wir hätten jemand hübsches Kleines nehmen sollen, man schläft in der Regel mit dem Kopf nach vorne, Ja. dass man wieder ganz einfach runtersteigen kann. Wir haben hier ca. 70 cm Kopffreiheit, 2 Ausstellfenster zum Durchlüften und das Bett ist 2,10 Meter lang. 2,10 Meter. Gut, das heißt, du hast keine Angst. Hinten ist ein Lichtschalter, was ist das? Das ist der Lichtschalter, wenn man nachts auf die Toilette gehen möchte, Ja. schaltet das Licht an. Ah, das ist so indirekt. Indirekte Beleuchtung, damit man nicht im Dunkeln runter muss. Prima. Das So, Runtersteigen würde ich auch gerne warte mal, ich geh mal ganz zurück, da sieht man es ganz gut. Das heißt, wenn man runtersteigt, setzt man sich erstmal komfortabel hier hin, Ja. hält sich hier oben fest. Die Schränke haben Kanten, dass man sich fixiert und dann ist man schon mit dem ersten Fuß auf der Stufe. Dann kann man vorwärts, linkes Bein, rechtes Bein runtersteigen und dann zack, zack, das war's. Und das Bett, wie gesagt, kurz anheben, Es geht wirklich leicht. Also ich dann hab's. ist es weg. Gut. Hier kleines Detail. Du hast auch hier trotz des eingeschränkten Platzbedarfs einen Elektrolüfter eingebaut. Ja, also wir haben hier eine separate Dusche. Wenn wir die Plätze tauschen, kann ich auch den Nasszell mal kurz zeigen. Warte, einmal Ringtausch. Und So, das ist jetzt hier. ich zeig mal ganz kurz, jetzt habe ich draufgehalten, ist so gemein. Das ist euer Steuerpult. Ihr habt gar keinen Stress mit Votronic. Habt ihr schon ewig. Also Votronic haben wir seit x Jahren im Programm. Es ist momentan, wenn man ganz offen ist, das Beste, was es auf dem Markt gibt. Die haben noch eine zweite Marke, die kennen auch viele. Die heißt wie? Mit B? Oder ist die nicht von Votronic? Weiß ich jetzt nicht. Na, ist ja gut, dann, wie gesagt, da werde ich es weglassen, aber Da muss ich den Kollegen bestellen, der das Material bestellt. Also Ja, ist wir kein haben Problem. die komplette Elektronikanlage, die es kann ja sein, dass ich was Falsches aufgeschnappt habe, aber so eine große Firma mit B, die auch Lithiumbatterien baut und so Wechselrichter und so, die gehört, glaube ich, auch zum Votronic-Konzern. Unsere Batterien sind vom Büttner zum Beispiel. Ja. Das ist so, aber wir haben jetzt hier Lithiumbatterie drin Ja. und in der Serie haben wir 240 Ampere-Stunden Batterien vom Büttner. Also Büttner ist der Lieferant.
Votronic hat den Vorteil, die bieten ein ganzes System. Das heißt Frischwasseranzeige, Abwasseranzeige, Ladegerät, Booster, Shunt, FI-Schalter. Die ganze Anlage ist quasi aus einer Hand. Und wenn irgendwas ist, hat man auch einen kompetenten Partner an der Hand. Genau, es gibt die Möglichkeit, das auch zu versenden. Also wenn jetzt mal ein Hauptteil defekt ist, viele wissen sich auch zu helfen. Gibt es die Möglichkeit, ganz bestimmte Teile auf Nummer sicher mal mitzunehmen? Machen das viele? Eigentlich braucht man das nicht. Man weiß nicht, was ist. In der Regel ist es eine Kleinigkeit, wenn man ehrlich sein darf. Man steckt ja nie in einem Elektronikgerät drin. Wenn heute irgendwas ist, muss man ein Software-Update machen. Natürlich gibt es immer wieder mal Fälle. Wir haben ca. 2% Garantiefälle bei uns. Wenn was ist, der Kunde ruft an und wir kümmern uns drum. Gut, meist nicht der Möbelbau. Bitte. Also der Möbelbau ist eigentlich so, wenn man nicht mit dem Hammer drauf losgeht, kann man am Möbelbau nichts kaputt machen. Was am häufigsten passiert, ist eine Tauchpumpe. Wir haben jetzt hier bei dem eine Druckpumpe. Wenn die Kunden in Afrika zum Beispiel sind und es kommt ein bisschen Sand in den Frischwassertank und die lassen die Pumpe laufen, dann geht die halt mal kaputt. Aber das Ding kostet 40 €, das kriegt man bei jedem Reisemobilhändler weltweit. Egal welche. Also wer eine Weltreise macht und eine Tauchpumpe hat, sollte er 1, 2 Tauchpumpen mitnehmen. Sonst wüsste ich nicht, was er mitnehmen sollte. Toll. Die Nasszelle hier hinten, wie gesagt, ich bin 1,93 Meter groß, ich kann wunderbar drin stehen. Wenn ich hier ein bisschen mehr Platz brauche, um mir die Zähne zu putzen oder zu rasieren, drehe ich einfach die Toilette ein bisschen um und dann kann ich hier besser stehen. Ich habe hier Platz für die Morgentoilette, ich habe hier Platz für meine Utensilien. Hier unten habe ich eine Toilettenpapierfach, hier ist der Handtuchhalter. Hier unten habe ich Platz für Reservetoilettenpapier und hier ist ein Wäschekorb. Das heißt, die Schmutzwäsche wird hier reingeworfen und nachher von hinten rausgenommen. Dann ist sie nicht mehr im Fahrzeug drin. Von hinten raus? Da ist in einem Fach drin. Ja, das heißt, wenn man die Hecktür nachher öffnet, ist ein Fach, wo man die Schmutzwäsche hat. Das heißt sozusagen der Wäschekorb, damit die Wäsche nicht überall rumliegt. Genau, ich habe mal eine kleine Bitte, wenn du mal gerade dieses Ginkgo Duschgel, was da drin steht, da mal unten reinstellst. Wir holen das gleich mal, unten in das Schmutzflächefach. Wenn du das da mal reinmachst. Genau, ich mache das mal. Genau, wir gehen nämlich gleich mal drum rum, da holen wir es gleich mal ab. Oder okay? wir machen mal so eine das Handtuch rein. Mal das Handtuch, nehmen wir an, das ist schmutzig, dann werfen wir es mal da rein. Genau, ich will nämlich gleich mal, wenn wir drum rumgehen, da sagen wir mal Hallo Den zum Test Handtuch. machen, ja. Den Test. So, die Dusche genauso. Ist das dieses ein Stück? Das ist die GFK-Kapsel, die wir im anderen Video schon gezeigt haben. Diese Kleiderstange kann ich nach oben rausdrehen, wenn die stört, weil die ist dafür da, um Kleidung aufzuhängen, wenn die nass ist. Und dann kann ich mich hier wunderbar drin duschen. Wir haben hier eine Plexiglastür. So, das heißt, wenn ich dusche ich fast wie im Hotel. Und hier oben ist ein Spalt für die Luft. Das heißt, wenn man duscht, entsteht ja Duschdampf. Und deswegen ist der Ventilator hier. Das heißt, man schaltet den Ventilator ein und dann zieht der Duschdampf direkt ab. Und so kommt es nicht in Fahrzeug, die Spiegel sind nicht beschlagen, man hat den Dampf nicht im Fahrzeug. Auch hier hinten berühren die Möbel nicht die Decke? Nein, also überall, alle unsere Möbel sind so, dass der Himmel ein bisschen arbeiten kann. Kein Möbelstück wird mit dem Himmel verschraubt. Gott, was ein wesentliches Element ist, hast du mir erzählt. Denn es gibt ganz wenig Verwindung, aber das bisschen Verwindung führt nicht dazu, dass irgendwas arbeitet, sondern... Der Grund ist, wir sind hier in einem Allradfahrzeug. Die Leute fahren nicht nur auf der Autobahn damit rum. Die fahren über Stock und Stein, die fahren Schotterpisten, die fahren hohe Bordsteine rauf und runter. Und wenn das passiert, arbeitet die Karosserie ein wenig. Das heißt, wir sind hier unter Millimeterbereich, aber trotzdem, das Dach arbeitet ein wenig. Und wenn das Dach arbeitet, würden die Möbel Schläge kriegen. Und deswegen ist kein Möbelstück mit dem Himmel verschraubt. So, echte Handwerkskunst. Sag mal, wenn ich das Ganze hier so zusammenzähle, der hier liegt so um die 100.000 Euro, wahrscheinlich wie er hier steht, so 108, 110. Also der Sahara liegt bei ca. 115.000 Euro. 115.000, so. 115.000. Wenn du das jetzt vergleichst mit Wettbewerbern, habe ich ja gesehen, von der Stange habe ich ganz oft so 4x4-Konzepte, will jetzt mal keinen Namen nennen, die sind oft sogar teurer als du, habe ich gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Also wir haben insgesamt 3 Allradkonzepte. Das erste ist das Freedom-Konzept. Das ist mit dem L2H2-Dach, also das normale Mercedes-Benz-Hochdach. Ja.
Bedeutet, die Betten sind unten. Das haben wir mit Querschläfer, Längsschläfer, X Versionen. Das kostet mit Allrad, Dieselheizung, GFK-Kapsel knapp 100.000 Euro. Hier, wir sind im Sahara-Konzept. Das ist das hier optimierte 2-Personen-Fahrzeug bei 5,93 Meter Länge. Das liegt bei ca. 115.000 Euro. Und die Kabinen liegen alle bei 140.000, 145.000. In diesen 3 Konzepten kann der Kunde sagen, ich möchte diese Baugruppe L2H2 und dann möchte ich den Grundriss quer, den Grundriss längs. Auch hier kann der Kunde sagen, keine Ahnung, als Beispiel, ich will keine Küche haben, ich koche nicht, mach mir hier einen Schrank. Ich brauche keinen Kleiderschrank, mach mir 5 Schubladen. Ich habe ein Hobby, ich brauche für meine Kameraausrüstung bestimmte Schubladen. Ich brauche keine 6 Schubladen in der Küche, ich brauche nur 2. Okay. Der Kunde hat bei uns den Einfluss, in diesen Baugruppen alles zu verändern und dann wird es so produziert. So, hier ist noch was drunter. Was ist hier? Das ist hier der Durchgang zum Stauraum und die Technikklappe. Runter. Ah, okay. Das hier ist der Frischwassertank mit der Reinigungsöffnung. Links kann man die Druckpumpe sehen. Ach so, der hat jetzt eine Druckpumpe. Der hat eine Druckpumpe. Und da, wo ich jetzt stehen werde, das ist der Zugang zum Stauraum. Das heißt, wenn man jetzt von hinten was belädt, komme ich von innen dran. Ah gut, das können wir vielleicht gleich mal gucken. Denn der Stauraum von hinten ist so konzipiert, dass 6 Euro-Boxen reinpassen. Ja. Und an 2 Euro-Boxen komme ich von innen dran. Das heißt, ich würde dann jetzt in den Euro-Boxen stehen. Komm, wir gehen mal raus, gucken uns das mal an. Wir gehen auch gleich noch mal rein, dass wir das Konzept noch mal gut verstehen. Die Höhe habe ich gemerkt, ja. Aber ich habe es gerade so überlebt. So, das ist jetzt das Fahrzeug von hinten. Wir fangen vielleicht auf der Seite an. Hier haben wir Platz für 2 Campingstühle. Hier haben wir Platz für einen Campingtisch. Die sind aufgeräumt, stehen nicht im Weg rum und stören nicht. Auf der Seite, auf Arbeitshöhe, ist die Kassette zu entsorgen. Hier haben wir den Wäschekorb. Nochmal, rausnehmbar. Das ist ja mal eine geniale Idee. Das heißt, normalerweise könntest du da nicht öffnen. Das würde hier stören wegen der Karosserieform, deswegen ist die Tür rausnehmbar. Hier ist der Wäschekorb, das ist das Handtuch, was wir gerade reingeworfen haben. Ja. Und unten ist Platz für 2x 2,8 Kilo Butan-Gasflasche. Genau. Wir haben ja hier die Dieselheizung für Warmwasser und für Heizung. Und die 2 Flaschen werden nur zum Kochen benutzt. So, und jetzt kommt... Also der Stauraum ist hier 2-stufig. Ich hole mal vielleicht ein paar Euro-Boxen. Beheizt natürlich. Schau mal bitte, diese ganzen Boxen passen in den Stauraum rein. Echt? Ja, das heißt, es ist so gemacht, dass wir 6 Boxen reinmachen können. Das ist wahrscheinlich irgendein Trick. Da ist hinten einer, der holt die immer wieder weg. Nein. Diese 2 Boxen sind jetzt da, an dem Platz, in dem ich vorher stand. Das heißt, da würden meine Füße jetzt drin sein. Ja. Das schauen wir uns gleich mal an. Das wäre die erste Reihe. Ach, die ist auch genauso gemacht, dass es nicht groß rutschen kann. Nicht mehr, ich kann es vielleicht zeigen. Die können nicht mehr rutschen, die sind fixiert, das heißt, die sind fest. Wenn man hier noch eine Anti-Rutschmatte drunter macht, hört man auch nichts mehr. Und der zweite Teil, hier passen links und rechts 3 große. Das sind Riesendinger. Ja, das stimmt. Somit hat man nachher Platz für 6 Boxen. So, und dann hat man links und rechts immer noch Platz dafür. Wie gesagt, der Platz ist so, dass man auch gut Stauraum hat. Das ist echt viel. Also wer sich da auskennt, auf große Reise geht, gut, dann plant man ja, was man mitnimmt, aber du hast ohne Ende Platz in dem Auto. Trotzdem sind wir bei 3,5 Tonnen. Wenn du jetzt im Ausland bist, Afrika und so, ich glaube, da ist das Thema 3,5 Tonnen, da wird jetzt kein Sachverständiger kommen und sagen, hier, das Auto wiegt zu viel. Sobald man Europa verlässt, spielt es überhaupt keine Rolle. Das ist auch hier mit eingeplant. Das heißt, das Fahrzeug, alle unsere Allradkonzepte haben die verstärkte Hinterachse, ein verstärktes Fahrwerk drin. Das heißt, technisch gesehen sind es eigentlich 4,1 Tonner, sind halt auf 3,5 zugelassen,
Bedeutet, wenn der Kunde in Afrika ist, möchte zum Beispiel mehr Wasser drin haben, hat er insgesamt über 1 Tonne zur Verfügung, mit der er spielen kann. Technisch kann das Gerät das, allerdings auf eigene Verantwortung, muss man sagen. Alles, was er dann macht, ist außerhalb natürlich auch die Versicherung und Co. Wir reden selbstverständlich, muss man ganz klar sagen, von außerhalb Europa. Die 3,5 Tonnen Grenze ist Europa ganz wichtig. Deswegen der ganze Leichtbau, die Dieselheizung, die Lithiumbatterie, weil wir drunter bleiben möchten. Ist auch kein Nachteil, der verbraucht weniger Sprit. Der Kunde muss nur wissen, wenn ich Europa verlasse, ist es nicht mehr interessant und ich könnte von der Technik her mehr mitnehmen. Okay. Außerdem auch in Europa, das Fahrzeug hat mehr Reserven. Es ist immer gut, wenn man nicht an der Grenze ist. Man hat über 600 Kilo mehr Reserve und so ist das Fahrzeug auch gut ausgestattet. Gut. Wenn der jetzt ganz wenig beladen ist, aber nicht so, dass er denn unglaublich hart ist, oder geht das? Also der hat 2 Blattfedern serienmäßig, die arbeiten degressiv, die kann ich vielleicht zeigen. Der hat eine lange, eine kurze Feder. Kann man vielleicht hier zeigen, wenn man genau, kann man jetzt nicht sehen. Die untere Feder ist nicht so lang wie die, hier kann man schauen, hier kann man es sehen. Ja. Da kann man es gut sehen. Die obere Feder ist die Haupttragefeder und die zweite Feder arbeitet quasi, wenn die obere belastet wird. Das heißt, die Federung arbeitet degressiv. Man ist in allen Bereichen relativ komfort unterwegs. Was ist das für ein Reifen jetzt? Das ist jetzt ein MT-Reifen. Wir haben bis jetzt immer AT gesehen. Das heißt, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich fahre nach Marokko, möchte die Sanddünen rauf und runter fahren oder durch ein tiefes Schlammloch in Island, sind die dafür sehr gut geeignet. Man muss allerdings auch sagen, diese MT-Reifen sind sehr gut im Gelände, leider nicht so optimal auf der Straße. Ab 80, 90 km/h hört man die ein bisschen, weil das Profil einfach grober ist. Ist lauter, ein bisschen. Ist lauter, ja. Und? Vielleicht kann man es hier zeigen. Der Kunde hat bei uns die Wahl zu sagen, ich nehme entweder die AT-Reifen, die kann man da vorne sehen. Warte, ich gehe mal kurz hin. Hier, die hier? Das sind die AT-Reifen. Das ist ein Reifen, der im Gelände gut ist, aber auch auf der Straße gut ist. Der hat auch Schneeflocke, das heißt, den kann man das ganze Jahr fahren. 90% nehmen den BF Goodrich AT-Reifen. Der ist auch weltweit verfügbar. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt gezielt in Marokko Sanddünen rauf, runter, tiefe Sand und so weiter, dann sind natürlich die sogenannten MT-Reifen besser geeignet. Die sind aber auf der Straße nicht so optimal. Das sind auch MT. Das sind MT-Reifen. Man hat dann noch eine dritte Möglichkeit. Man könnte auch sagen, ich fahre nur Straße, nur in Europa, möchte auch ein bisschen die Optik mitspielen. Es gibt auch 18 Zoll Alufelgen. Das Fahrzeug sieht auch, das sind die größten Reifen, die man drauf machen kann. Das sind auch AT-Reifen, sind auch im Winter zu fahren. Dafür ist es so, dass man sagt, schwarzes Aluminium wird mir jetzt niemand empfehlen, durch Island durch Flussbetten fährt, muss man ganz offen sagen. Aber sieht natürlich sehr gut aus und das sind die breitesten und auf der Straße liegt das Fahrzeug nachher optimal. Und hier sieht man, das ist ein reines Straßenkonzept, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt hier hinten, wenn man schaut, ganz normal Heckantrieb ohne Allrad. Das sind jetzt Winterreifen, 235er für die Straße. Okay, das sind die wahrscheinlich sogar ab Werk kommen. Das ist die Reifen ab Werk. Okay. So, das sind so die Reifengeschichten, die der Kunde drauf machen kann. Man kann in kurz vielleicht sagen, unser Sahara ist bei 5,93 Meter Länge, 1,99 Meter Breite. Das maximal Mögliche, was auf diesem Platz geht. Und mit dem Allradsystem hier ist das auch das Allradfahrzeug mit dem meisten Komfort. Genau, wenn du gerade das Tor bitte aufmachst, dann zeige ich. So, ich denke, drinnen haben wir es gezeigt. Es ist sehr ähnlich auch mit vielen anderen Fahrzeugen. Ich nehme an, wenn Sie Interesse an dem hier haben, schauen Sie wahrscheinlich auch die anderen HZ-Filme von uns. Und dann kann man das tolle Stück mal unter Tageslicht begutachten, die Farbe. Die Farbe heißt? Kieselgrau. Kieselgrau. Das ist eine Farbe, die bei Allradfahrzeugen gern genommen wird, weil die aussieht wie Sand. So, Kieselgrau sieht aus wie Sand. Hier sieht man es. Und wenn Sie keine Lust auf die Farbe haben, können Sie auch die Farbe nehmen. Das ist die Farbe Kieselgrau.
Das heißt, insgesamt stehen dem Kunden über 100 Außenfarben beim Sprinter zur Verfügung. Hier kommen wir zu einer Farbe, gehen wir vielleicht mal hin, dass man es besser sehen kann. Ja. Das ist die Farbe Steingrau, die ist ein Tick dunkler als Kieselgrau und so kann der Kunde entscheiden, wie sieht es denn aus. Ansonsten. Das ist hier eine Serienfarbe, die Farbe Blau-Grau. Dann kommt wieder Steingrau, Kieselgrau. Und so kann der Kunde nachher in aller Ruhe entscheiden, was da passiert. So, ihr habt auch weiße. Das ist die Farbe Arctic Weiß, das ist die Serienfarbe bei Mercedes. Schön, komm, wir gehen mal zurück. HRZ in Baden-Württemberg, in der Nähe von Heilbronn. Wir sind in Bretzfeld bei Heilbronn. Im Schwabenland. Das ist Schwäbisch-Fränkisch. Schwäbisch-Fränkisch, so. Wir fahren nämlich gleich noch nach Franken. Dreimal dürft ihr raten, wohin. Wir haben uns entschieden. Mal gucken. HRZ Reisemobile, hier sind wir. Und ja, tolles Fahrzeug, der Sahara, der meistverkaufte Van, den ihr habt, der als Weltenbummler natürlich auch benutzt werden kann. Lieferzeit 16 bis 18 Monate. Am besten ja, gleich anrufen, wenn Sie Interesse haben, denn ihr vergebt im Moment Termine zur Beratung. Das heißt, man darf nicht vergessen, wir haben Corona-Zeit aktuell. Das heißt, bitte nicht einfach vorbeikommen. Wir sind bis zum 7. März geschlossen. Bitte anrufen und eine E-Mail schicken. Einfach auf die Homepage gehen, www.hrz-reisemobilie.de, Termin vereinbaren und dann kann man das machen. Dann nehmen wir uns auch die Zeit und zeigen dem Kunden alles, was das Fahrzeug kann. So, und gleich im Anschluss gibt es ein neues Video. Hier Sandbleche drauf. Eine Kabine, die ihr selber baut, die Leichtbau pur ist, ein Kabinenfahrzeug auf 3,5 Tonnen ohne wesentliche Einschränkungen. Das ist wirklich was ganz, ganz Phänomenales. Da feiere ich dich auch für, weil das war der Grund, warum ich dich in Bern gesehen habe, weil da waren viele Fahrzeuge da, aber du fingst da an, ja, unter 3,5 Tonnen, hat aber in der Schweiz eine ganz besondere Bewandtnis. Ja, also die 3,5 Tonnen Grenze in Europa ist sehr wichtig. Kunden aus der Schweiz, aus Österreich, aus Frankreich, aus anderen europäischen Ländern hatten schon immer den 3,5 Tonnen Führerschein. Die etwas, wie soll ich sagen, reiferen Damen und Herren in Deutschland, so wie ich, das heißt, wenn man so ein bisschen graue Haare hat, hat man immer automatisch früher den 3er-Führerschein gehabt und dann war es automatisch bis 7,5 Tonnen und das gab es halt in der Schweiz, in Österreich zum Beispiel nicht. So, ein Kabinenkonzept. Bleiben Sie dran, der HRZ Casablanca, diesmal in der XXL-Version. Wir sind am 26. Februar 2021 im schwäbisch-fränkischen Bretzfeld. Tschüss.